Die Santos de Cartier ist wohl die bekannteste rechteckige Armbanduhr. Kein Wunder, denn es ist auch die erste. Ihre Vorgänger gibt es bereits seit 1911 zu kaufen. Wir haben uns das absolute Klassikmodell mit weißem Zifferblatt und die neueste Variante mit grünem Zifferblatt in unterschiedlichen Größen angeschaut. Entwickelt wurde die eckige Uhr übrigens als wohl erste echte Fliegerarmbanduhr für den Piloten und Flugpionier Alberto Santos Dumont. Schon vor 119 Jahren war dieser von den damals üblichen Taschenuhren frustriert, da es ihm beim Steuern seines Fluggeräts unmöglich war, diese aus der Westentasche zu holen. Gut, wenn man mit den richtigen Leuten befreundet ist. In diesem Fall war es Louis Cartier höchstpersönlich, der Alberto 1904 eine Armbanduhr angefertigt hat. Bis heute sind die beiden Freunde Santos und Cartier in der Kollektion miteinander verbunden. Näher am Original sind übrigens die Modelle unter Albertos Doppelnachnamen Santos Dumont. Was als waschechte Toolwatch bzw. Fliegeruhr angefangen hat, ist heute eigentlich eher als klassische Dresswatch bekannt. Irgendwie schaffte es die Santos de Cartier sogar mit klassisch weißem Zifferblatt und römischen Ziffern noch modern zu wirken. Das liegt wohl nicht zuletzt am schicken Edelstahlgliederband und dem vollends gewölbten Gehäuse mit Saphirglas und 10 bar Wasserdichtheit. Polierte und satinierte Flächen lockern das ganze Gehäuse noch etwas auf. Am Leihmodell in Weiß ganz gut zu erkennen ist eine Schwachstelle, die glänzende und exponierte Lünette bekommt schnell Kratzer ab. Das lässt sich aber auch relativ leicht wieder herauspolieren. Ganz neu ist die Variante mit Zifferblatt in Grün. Sie wurde dieses Jahr vorgestellt und unterscheidet sich in einigen Details von der weißen Variante. Auf dem Zifferblatt mit Sonnenschliff finden wir aufgesetzte römische Ziffern. Diese sind bei der weißen Santos aufgedruckt, wobei sich in der 7 ein Cartier-Schriftzug versteckt. Die Zeiger der neuen Uhr sind außerdem etwas breiter und mit Leuchtmittel ausgelegt, während jene der weißen thermisch gebläut werden. Der offensichtliche Unterschied ist die Größe, aber naja, beide Varianten gibt es in beiden Größen. Außerdem erhältlich sind auch noch Varianten mit Zifferblatt in Blau. Die grüne Santos liegt uns hier als mittleres Modell vor und misst 35,1 mm in der Breite. Die weiße dagegen ist das große Modell mit 39,8 mm deutlich breiter. Bei eckigen Uhren ist der Sitz am Handgelenk aufgrund der Abmessung etwas schwer abzuschätzen. Deswegen wollte ich euch in diesem Video beide Möglichkeiten nebeneinander zeigen. Tatsächlich hätte ich vorher und auf dem Papier eher zum Großmodell gegriffen, jetzt aber im Vergleich und am Handgelenk gefällt mir das mittlere Modell größentechnisch irgendwie besser. Die Krone ist bei den Cartier-Uhren traditionell mit einem Edelstein besetzt. Auch bei der Santos de Cartier ist ein entsprechender Stein eingefasst. Dabei handelt es sich bei den beiden Uhren um einen synthetischen Spinell in Blau. Verbaut wird in beiden Größen übrigens das Manufakturkaliber 1847 MC von Cartier. Das ermöglicht neben der Zeitanzeige auch noch eine Datumsanzeige, die allerdings bei den kleinen Varianten weggelassen wird. Das Automatikwerk arbeitet mit 28.800 Amplituden pro Stunde und hat eine Gangreserve von 40 bzw. 42 Stunden ohne Datum. Anders als das Uhrengehäuse und einige Werke in teureren, eckigen Armbanduhren aus dem Hause Cartier ist das Uhrwerk rund und versteckt sich unter einem massiven Gehäuseboden. Bei beiden Uhren kommt ein Schnellwechselsystem fürs Armband zum Einsatz und ein zweites Lederband wird gleich mitgeliefert. Damit wirken die beiden Uhren noch einmal deutlich anders. Bei der grünen Variante ist ein passendes Armband aus Alligatorleder dabei, sowie eine Faltschließe aus Stahl. Die weiße Variante dagegen bekommt ein zusätzliches Kalbslederband in Braun dazu. Ich glaube, wenn ich mich für eine Santos de Cartier entscheiden würde, wäre das weiße Zifferblatt mein Favorit. Ob in der mittleren oder großen Ausführung ist eine schwierige Entscheidung.
Jetzt nach dem direkten Vergleich würde ich mich wahrscheinlich sogar für die kleinere, also mittlere Größe entscheiden. Welche Variante gefällt euch am besten? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.